In einem der letzten Videos haben wir den Tank gereinigt, den alten Diesel raus mit Zitronensäure, die Wände von Dreck befreit und das wieder abgepumpt. Und in diesem Video werden wir den Tank sandstrahlen, dann schweißen und lackieren. Bleibt also unbedingt dran, es wird unfassbar interessant. Okay, aber no joke, ihr habt schon so viel Sandstrahl-Content gesehen, darum werde ich euch nicht zeigen, wie wir den Tank sandstrahlen, sondern es gibt einen Zaubertrick. Aufgepasst. Ich werde jetzt hier mit meiner Hand draufschlagen und dann wird der Tank gesandstrahlt sein. Achtung! So, fertig. Und der Matze ist auch schon da. Hi Matze. Servus, wir schauen. Beim Füllstandsgeber hier wurde ja mal irgendwas aufgeklebt. Der muss weg. Da kommt ja das Kabel rein. Das schauen wir jetzt mal, wie das Blech drunter ausschaut. Danach schauen wir die Falze an, vor allem da, wo der Kantenschutz drauf war, auf der vorderen Seite. Hier müssen wir schauen, wie gut der Falz noch intakt ist oder ob wir da ausschweißen müssen. Dann gucken wir das Loch hier an. Ja, und dann schauen wir mal weiter, ob wir noch was finden. Gut. Also fangen wir an, hier oben würde ich mal sagen. Da sehen wir gleich mal, wie es da drunter ausschaut unter dem Kleberzeug. Schraubenzieher. Das ist das gleiche Ding, wenn wir das auch haben. Kann rein. Richtig lockere Schrauben zum ersten Mal in diesem Projekt. Aber eh schon los. So, jetzt haben wir den Füllstandmesser ausgebaut. Hier ist der alte, leicht verbogen und da ist dann der neue, der reinkommt. Witzig. Was kommt jetzt, Matze? Jetzt schauen wir mal kurz rein. Wir gucken, ob der so einen Schwalltopf hat oder ob das nur die Leitbleche sind. Ja. Schmutz. Okay, kurzer Zwischenstand. Den Füllstandmesser draußen, Den alten draußen. den neuen drin, aber der Lochkreis ist nicht identisch. Genau, der ist hier minimal off. Und die Lösungen, die wir machen werden, einfach ein bisschen die durch Aufbohren auffallen. Und jetzt kommt das hier ab. Den müssen wir rausnehmen. Wir haben das nächste Problem schon. Wieso komisch? Wir stoßen unten mit dem Schwimmer am Rohr an von hier. Also, oben passt alles. Jetzt kommt der Falz. Der Kollege hier, der ist ein bisschen used. Ja, genau. Den müssen wir jetzt schauen. Den müssen wir reparieren. Und der hat auch hier und da ein paar unnötige Stellen. Aber Schritt 1, bürsten. 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 Also normalerweise ist ja der Falz so dick wie die zwei Bleche aufeinander. Aber da, wo halt rostet, sicher, da blüht er auf. So, die Frage ist, wie wir jetzt damit umgehen. Eigentlich sind fast alle 4 Ecken betroffen. Auf lange Sicht wird der halt hier irgendwann undicht. Also entweder probieren wir jetzt, ja, ich weiß nicht, was clever ist, hier abflexen, zum gucken, ab wann er gut wird. Dann die 2 Falzbleche wieder miteinander verschweißen, wenn es geht. Also ich würde schon mal abflexen. Ja, okay. Ein Stück abflexen und gucken, ob es besser wird. Ja, machen wir. Kurzes Update. Wir haben jetzt die Ecken des Tanks abgeflext, also hier runter gemacht. Und es sieht ganz in Ordnung aus. Und aus dem Grund haben wir uns entschieden, hier nicht zu flexen und zu schweißen, sondern nur zu kleben. Und wir haben hier diesen Metallkleber und den schmieren wir da einfach drauf, weil wir uns damit sparen, dass wir Löcher in den Tank machen und dann der aufplatzt und es ein riesiges Heckmeck wird. Ja, schauen wir mal, wie das so wird. Bin gespannt. So, wir sind jetzt mit dem Flüssigmetall fertig. Das heißt, wir haben jetzt einmal außenrum hier das ganze Ding verklebt und warten jetzt, bis es trocken wird. Währenddessen versuchen wir noch hier jetzt
abzudichten und mit einem Adapter Druckluft reinzubekommen. Hier rein schlagen wir jetzt diesen Adapter für Druckluft, machen hier Dichtpaste hin und machen das dann hier drauf. So. Und der andere, der macht einfach nur dicht. Und dann können wir hier Luft reinpressen und gucken, ob noch irgendwo Luft rausströmt. Wie viel Überdruck gehen wir drauf? 1 Bar. Sehr gut. Okay, wir müssen noch jetzt oben abdichten und unten und dann testen wir, ob der Tank dicht ist. Wir haben ein Problem, und zwar ist der Tankdeckel nicht dicht. Genauer gesagt, wir haben keinen Tankdeckel. Das hier ist nicht dicht genug. Okay, neuer Plan. Wir werden jetzt den Tankdeckel weg heiß löten mit diesem Butangas. Wir haben schon wieder alles weggemacht, also die Abdichtung und hier das Tape. Und jetzt wird es erhitzt. Dann können wir das vermutlich rausnehmen. Na, ist schon bestellt. Und dann können wir das noch hier ein bisschen rausstemmen, um diese Delle da rauszukriegen. Überall da, wo es lot ist, bis flüssig wird. Thomas hat einen Bunsenbrenner gekauft mit zu viel, zu wenig Leistung. So, jetzt den da. So, mit. Ah ja. Also. Alter, definitiv ist es Hardload, ja, aber wir sind richtig, ja. Ihr habt es gerade schon gesehen, wir haben mit dem Bunsenbrenner jetzt das Lot gelöst bekommen. Der ist ein bisschen wärmer. Danke, Dennis. Also hier ist der alte Tankstutzen und da ist der neue. Und der muss jetzt hier rein. Und damit das passt, müssen wir noch ein bisschen aufdengeln und dann können wir vermutlich wieder heiß löten, wenn uns das Gas hier ausgeht. Schauen wir mal. Ja, guck mal. Geht an. Ja. Ziehen wir hier noch ein bisschen hoch. Ja, oder was sagst du? Ja, so ist es gut, das guck mal an. So passt es. So bin ich aber auch zufrieden. Und du ja auch. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben gerade geschweißt, nachdem das Hartlöten nicht funktioniert hat. Und wir waren kurz skeptisch, weil wir das Schweißgerät nicht bedient haben. Dennis, sorry, wir haben alles verstellt. Aber es ist fertig. Darum können wir jetzt nochmal abdichten und gucken, ob das Ding dicht ist. Und dann können wir es lackieren. Oder? Yep. So machen wir das. Yes! Super Arbeit. Also, Mats ist hier, der hat in der Hand so einen Druckluft Manometer. Und wir haben jetzt hier unsere 3D-gedruckten Abdichtungen für diese beiden, ich glaube hier Zu- und Ablassschläuche, whatever. Und hier unser neuer hingeschweißter Tankdeckel, der auch dicht sein müsste. Das heißt, wir machen jetzt ein bisschen Druck rein, 1 Bar maximal. 1 Bar Überdruck, ja. Und wenn es nirgends mehr pfeift, sind wir fertig. Richtig, dann ist der Tank dicht und wir können lackieren. Also go, Matze, du hast. Also kurzes Update. Der Tank, da ist es undicht, darum müssen wir es dazu halten. Und der Tankdeckel ist auch nicht ganz dicht. Darum haben wir jetzt diese Handschuhe drauf gemacht. Schauen wir mal, ob das dicht hält. Also 0,5. Aber siehst du, quasi Druck ist drauf. Das ist dicht. Also, wie ihr sehen könnt, ich habe ein Lächeln im Gesicht. Das heißt, der Tank ist dicht. Der einzige Ort, wo es zischt, ist dieser Handschuh. Das passt alles soweit. Das heißt, ich räume jetzt hier auf und dann wird der Tank noch lackiert. Das mache ich ohne Kamera und dann gibt es für euch noch das fertige Ergebnis. Danke fürs Zuschauen. Lasst unbedingt ein Abo da. Mit dem Musar geht es bald richtig krass weiter. Die Kabine wird fertig. Alles Mögliche kommt. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.